Einerseits lieben wir das Radfahren und andererseits darf man auch voll gern wandern. Und bei allen Projekten muss man sich eigentlich immer entscheiden für eins. Diesmal haben wir unser Projekt rausgesucht, wo man beides miteinander verbinden kann. In 5 Tagen rund um den wunderschönen Wilden Kaiser wandern, von Hütte zu Hütte. Das ist unser Ziel. Und weil von unserem Zuhause in Salzburg ein traumhafter Radweg direkt zum Wilden Kaiser nach Tirol führt, fahren wir einfach mit unseren Gravelbikes hin. Schaut euch diesen mächtigen Berg an. Ob wir die Heimreise anstatt mit dem Rad doch lieber mit dem Zug antreten werden, wird sich am Ende zeigen. Die Räder verstauen wir jetzt im Hotel für 5 Tage und dann haben wir nur mal den Rucksack und können dann wieder zurück heimfahren. Und da sind sie jetzt sicher. Am nächsten Morgen starten wir in Wanderschuhen Richtung Ausgangspunkt. Wir nehmen jetzt den Wanderbus. Das ist ein kostenloses Angebot in der Region, dass man zu den Ausgangspunkten für die Wanderungen kommt und nicht mit dem Auto hinfahren muss. Ganz praktisch. Und da geht dann unsere erste Etappe auf die Gruttenhütte los. Auf knapp 60 Kilometern und 4000 Höhenmetern führt die Kaiserkrone einmal rund um den Gebirgsstock. Uns verbindet so einiges mit dem Wilden Kaiser. Denn während ich in der Region eine Zeit lang gelebt habe, hat Angie ganz in der Nähe studiert. Aber rundherum sind wir beide noch nie gewandert. Es ist echt so, jedes Mal, wenn wir wieder in die Berge unterwegs sind, taugt uns das einfach so. Ah ja, also ich würde sagen, ich bin eher der Bergmensch als der Meermensch. Es ist einfach so schön da oben, die Ausblicke. Und dann geht man über die nächste Kuppe drüber, hat die nächste schöne Aussicht. Das ist einfach, man wird so belohnt für die Anstrengung vom Raufgehen. Ja, genial. Auf die Gruttenhütte gibt es auch einen Klettersteig und man kann auch unter den Klettersteig ohne Klettersteigset gehen. Da gibt es aber ein paar so Leitern und es ist vielleicht ein bisschen ausgesetzt. Es ist allerdings alles ein roter Weg. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich ja mit Höhe nicht ganz so gut bin, nehmen wir jetzt den Weg außenrum über den Gamswegel heißt. Und da ist wirklich überhaupt kein Problem. Also es gibt Alternativen und wir haben uns jetzt für die einfachere Alternative entschieden. Einfacher, aber wunderschön. Der schweißtreibende Anstieg zur Gruttenhütte ist so idyllisch, dass die Begeisterung bei jedem Schritt wächst. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Am nächsten Morgen hängt der Nebel tief im Tal.
Die Welt dort unten scheint noch zu schlafen, doch auf der Gruttenhütte herrscht bereits Aufbruchsstimmung. Die vielen Kletterer machen sich bereit für die steilen Felswände, auf die wir von unten ehrfürchtig hinaufschauen. Denn für uns geht es auf eher gemütlichen Wanderwegen weiter. Ständig erspähen wir neue Weitblicke. Hinter uns liegen die Gipfel des Kaisers, vor uns sehen wir den Hintersteiner See und neben uns das Kitzbüheler Horn und sogar den Großvenediger. Er ist Salzburgs höchster Berg und blinzelt ganz klein am Horizont hervor. Der erste Hunger meldet sich. Dass kalt angerührtes Kartoffelpüree gar nicht so gut schmeckt, lässt uns die Idylle hier zum Glück schnell vergessen. Als wir nur wenig später auf der Steiner Hochalm ankommen, ist es sowieso um uns geschehen. Peter, der Hüttenwirt, ist ein echtes Unikat und versteht es, seine Gäste mit Harfe und Gesang zu unterhalten. Bei uns im Tiroler Landl, da ist es wunderschön. Im Tal und auf der Wiese und auf den Bergeshöhen. Heute steht uns die stärkste Etappe bevor. 1600 Höhenmeter. Schei knackig, ja. Wir gehen zum Stripsenjochhaus. Dort gibt es nur Essen bis 18:30 Uhr. Das ist meine größte Sorge, dass wir das nicht schaffen. Ja, es ist jetzt 8:45, oder? Ja, Also das soll sich schon ausgehen, dass wir das schaffen. es sind ja auch 15 Kilometer. Ja, auf geht's. Auf geht's. Die ersten 2 Etappen, die sind wir ja auf der Sonnenseite vom Wilden Kaiser gegangen. Und die nächsten 2 Etappen, die führen uns jetzt auf der Schottseite entlang. Und das macht echt so einen Unterschied aus. Also gestern und vorgestern war es richtig heiß. Und jetzt gerade ist es relativ kühl. Ich meine, jetzt zum Bergaufgehen eigentlich ganz angenehm. Aber es wird immer kühler natürlich, je weiter wir jetzt raufkommen. Ich glaube, wir gehen jetzt im Endeffekt auf 1600 oder so rauf, auf Stripsenjochhaus. Da ist dann sicher frischer. Schritt für Schritt nähern wir uns dem Bettlersteig. Der Steig führt teilweise recht steil bergab, ist aber trotz meiner Höhenangst sehr gut machbar. Dass es diesen Steig überhaupt gibt, ist den hart arbeitenden Wegewarten zu verdanken. Auch heute stehen sie am steilen Hang, sägen Holz und bauen neue Stufen für uns Wanderer. Und diese Wegewarte, die da unterwegs sind, das sind alles Freiwillige. Also das heißt, die machen das alles kostenlos, dass sie die Wege da herrichten, dass sie neue Stufen machen, morsche Stufen austauschen oder so wie vorher gerade so eine Brücken komplett neu aufbauen. Das kann man gar nicht oft genug wertschätzen, dass es einfach ganz viele Freiwillige bei den Alpenvereinen gibt, die diese Wege da, die wir alle benutzen, die in die Berge gehen, instand halten.
Jetzt haben wir uns nochmal gut gestärkt mit einem Kaiserschmarrn und vorher haben wir schon Kaspressknödel und Spinatknödel gegessen. Und jetzt gehen wir den letzten Anstieg für heute an, zum Stripsenjochhaus rauf. Ich glaube, es sind nochmal 600, vielleicht ein bisschen mehr Höhenmeter. Wird ganz schön steil nochmal. Ja. Mit dem Stripsenjochhaus erreichen wir quasi die Rückseite des Wilden Kaisers und damit haben wir die Halbzeit der Kaiserkrone erreicht. Hier machen wir es uns nun gemütlich. Hüttenbordschen, wichtig. Und wegen der Bettwanzen muss man immer das Gewand, was man braucht, in die Kiste und alles andere bleibt im Trockenraum. Nicht nur der Berg soll sauber sein, sondern auch die Linsen. Wir haben uns heute eine kleine Challenge gesetzt und zwar werden wir heute jeden Müll, den wir am Weg finden, sammeln und mal schauen, wie lange das dauert, bis wir das Sackerl voll haben. Bisschen grauslig, das ist ein Feuchttuch. Ich möchte nicht wissen, was das Feuchttuch weggewischt hat. So, wir sind jetzt in unserer Unterkunft angekommen und jetzt werden wir mal schauen, wie viel Müll das wir heute gesammelt haben. Also, wie ihr seht, richtig viel Müll ist es nicht und da muss man echt sagen, das ist ja ein gutes Zeichen. Und der meiste Müll, vermute ich mal, den man da so sieht, der ist nicht mutwillig irgendwie weggeschmissen worden. So wie da ist einfach ein Teil von einer Sohle, die ist wahrscheinlich einfach runtergerissen. Deswegen ist es wirklich, glaube ich, ganz gut. Das Sackerl haben wir nicht voll gekriegt. Am nächsten Morgen zeigt sich der wilde Kaiser in Nebel umhüllt.
So, letzter Wandertag für uns. Wir starten gerade auf die letzte Etappe. Es geht jetzt wieder zurück nach Going. Letzte Nacht hat es ganz schön viel geregnet, das heißt, es ist gescheit nass. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir nicht über Niederkorser Kamm gehen, weil da zum Teil Steige sind. Und wenn es rutschig ist, ist das nicht so optimal. Jetzt gehen wir über die Muckalm, da gehen wir mehr über Forstwege. Aber das ist halt die sichere Variante. Ist auch ein Stückchen kürzer, ich glaube 1,5 Kilometer ungefähr. Aber wie gesagt, ist wahrscheinlich besser, wenn man so gehen hätte. Halt versteckt sich der wilde Kaiser ein bisschen vor uns. Aber den Niederkorser Kamm sehen wir und da gehen wir jetzt auf. Auf um mich ab, wer kann sich noch erinnern? Wir wandern die Kaiserkrone im Herbst, ganz am Ende der Wandersaison. Eine Woche später haben die meisten Hütten bereits geschlossen. Die Mehrtagestour eignet sich natürlich auch für den Frühling und den Sommer. Beachte bei der Planung also die Öffnungszeiten der Hütten. Nach 5 Tagen und mit sehr müden Beinen kommen wir wieder am Ausgangspunkt der Kaiserkrone an. Mit dem Wanderbus geht es zurück zu unseren Fahrrädern. Auch wenn sich jeder Muskel im Körper nach einer Pause sehnt, wollen wir das Hike-and-Bike-Abenteuer gebührend zu Ende bringen und radeln mit unseren letzten Kräften zurück nach Salzburg. How is life? Over and out. Die Kaiserkrone war mega. Alternativ kann man auch mit dem Zug anreisen und abreisen. Man muss sich nicht 7 Tage quälen. Schaut auf Instagram vorbei, da gibt es immer die aktuellsten Stories. Auf unserem Blog findet ihr auch noch alle Informationen rund um die Kaiserkrone. Und wir legen jetzt die Füße hoch.